Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes bescheinigt der AfD nach ihrem Parteitag in Riesa einen weiteren Schritt in Richtung Radikalisierung. Das habe die AfD unter anderem mit dem an die SA-Losung Alles für Deutschland angelehnten Slogan Allies für Deutschland gezeigt. Unter dem umstrittenen Stichwort Remigration fordert die Partei in ihrem Programm außerdem eine strikte Migrationspolitik. Ja, für Kritik sorgt nun auch eine Wahlkampfaktion der AfD Karlsruhe. Sie verteilt Flyer, die an sogenannte Abschiebetickets angelehnt sind. Auf der Internetseite schreibt der Kreisverband, die Ausreiseaufforderung richte sich an Personen, die illegal in Deutschland seien, nicht an deutsche Staatsbürger. Wir wollen das Ganze näher beleuchten. Bei uns im Studio Professor Hajo Funke, emeritierter Professor an der FU Berlin. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Hallo. Ja, welche Absicht steckt denn hinter dieser, ich sag mal, voranschreitenden Radikalisierung im Ton? Alice Weidel, die ja eher bisher als gemäßigt bei der AfD galt, ist jetzt ja doch sehr forsch geworden und blinkt immer weiter rechts. Was steckt dahinter? Ja, Alice Weidel hat in ihrer Rede tatsächlich sich Höcke untergeordnet. Ausdrücklich und indem sie das Wort, was sie bisher vermieden hat, Remigration, zu einem Kampfwort in sehr entschiedener, ja aggressiver Rede betont hat. Remigration ist nun ein Wort, das von Höcke kommt, das er schon 2018 in seinem Gesprächsband beschrieben hat. Millionenfache Rückführung von Asiaten, Afrikanern, in wohltemperierter Grausamkeit. Schärfer kann man es nicht sagen. Es geht um Millionen. Würde man die Macht der AfD tatsächlich übertragen, dann haben wir bürgerkriegsähnliche Unruhen. Nehmen wir einen Stadtteil, zum Beispiel Charlottenburg. Da sind 100 und mehr Tausend von den 400.000 bis 500.000 mit einer Migrationsgeschichte. Was müsste man dann machen, wenn man an der Macht wäre und über Polizeigewalt verfügte? Man könnte durchkämmen. Ich hoffe, dass es nie so weit kommt. Aber das ist eine Gefahr. Und deswegen ist die Sorge berechtigt, dass wir jetzt mit der Radikalisierung Alice Weidels der Unterordnung, sehr untergeordnet hat sie sich verhalten, auch schon bei dem Gespräch mit Musk, dass wir da diese Gefahr sehen müssen. Und zwar so scharf wie fast in keiner rechtsextremen Partei Westeuropas. Jetzt muss man ja sagen, dass es nie wieder so weit kommt. Gerade hier in Deutschland weiß man ja leider, wie es aussehen kann, wenn genau so was passiert, Menschen aus ihrer Heimat vertrieben werden. Und man fragt sich, wann ist der Punkt erreicht, an dem die AfD zu weit gegangen ist und ein Großteil ihrer potenzieller Wähler erkennt, das ist wirklich rechtsradikales Gedankengut, das hier zum Teil verbreitet wird. Also wann, glauben Sie, ist der Bogen überspannt, dass die Umfragen nicht immer besser werden, sondern Menschen sich wieder zurückziehen? Das hängt an Ihnen, das hängt an den Medien, das hängt an den nächsten Wochen. Ein beträchtlicher Teil ist nicht festgelegt auf diese furchtbare, zerstörerische Idee für Deutschland, sondern ist frustriert und hat Ressentiments gegenüber den sogenannten Altparteien, vor allem gegenüber der Ampel und den Schwierigkeiten, die sie gebracht haben. Das spielt mit eine Rolle. In dem Maße, in dem erkennbar ist, dass die Parteien der Mitte, mal links, mal Mitte, mal halb rechts, tatsächlich Lösungen haben und sie auch angehen wollen, also ein Vertrauen zurückkommt, dann ist der Druck auf die Partei AfD zu wählen geringer. Das ist eine Sache der Vertrauensbildung der demokratischen Parteien. Das ist das eine. Das andere ist, ja, Zuhörer, Zuschauer, bitte denken Sie an die Antidemokraten der Weimarer Republik. Das ist das, woran sich Höcke und Götz Kubitschek orientiert. Und die waren die Stichwortgeber der nationalsozialistischen Bewegung vor 1933. Also die Gefahr ist da. Und zwar deswegen, weil diese Partei nicht sich mäßigt, sondern immer weiter konsequent radikalisiert. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, dass es im Moment noch gut 20% sind, die dem folgen.
Ganz kurz vielleicht noch ein Blick aufs BSW, hatte auch Parteitag am Wochenende. Da gibt es zum Teil ja Überschneidungen, Migrationspolitik, Ukraine-Krieg. Jetzt kommt aber noch der Anti-Amerikanismus dazu, den das BSW jetzt doch überraschend in den Vordergrund stellt. Da ist von der Vasallentreue gegenüber der USA die Rede. Das müsse ein Ende finden, sagt Frau Daktelen. Was steckt da dahinter? Also die BSW sehe ich etwas anders. Sie kommt ja aus der Linken und macht restriktive Migrationspolitik, auch wie die CDU zuweilen. Also das ist nichts Besonderes. Besonders ist, dass sie sehr für eine friedensfähige deutsche Außenpolitik eintritt und da durchaus gute Argumente hat. Und sie ist sozialkritisch, also kritischer als etwa die SPD. So ist es eine gewisse Mischung. Und wir sind gespannt. Antiamerikanisch würde ich nicht sagen. Die Kritik ist ja verbreitet, auch an Trump. Das haben wir noch gar nicht angespielt. Aber auch gegenüber früheren Politiken, etwa im Irak und anderswo. Aber was wichtig ist, dass sie den Punkt legt auf die Friedensfähigkeit der bundesdeutschen Außenpolitik. Nicht ganz unähnlich zu dem Bundeskanzler Scholz. Also. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Funke, für Ihre Einschätzungen, vor allem zur AfD und die Gefahr, die Sie dort sehen. Dankeschön. Danke.